Und jetzt zeigen wir euch eine Gearbox, die das Ganze auch aushält und sogar noch schneller schießt, ohne dabei in Flammen aufzugehen. Die G&G High Cycle Edition der Firehawk. Und zwar handelt es sich hier, wie schon gesagt, um die High Cycle Edition. Das heißt, eine 0,5er mit Vollauto. Und bevor ihr jetzt wegschaltet, weil ihr denkt, bäh, 0,5er, wer will das schon haben? Nee, das hier ist keine normale 0,5er und die Firehawk, die muss sich keinesfalls vor SAEGs verstecken. Im Gegenteil, aber dazu später mehr. Das hier ist übrigens nicht irgendeine Waffe, das ist die Originalwaffe vom Besitzer des Software Stores, selbst bespielt worden von ihm und hat schon ein paar tausend Schuss hinter sich. Wir machen dieses Review hier übrigens aus eigenem Interesse. Das heißt, wir wurden nicht dafür bezahlt, hier irgendwie positiv über die Waffe zu reden. Und wie dieses Review am Ende ausfällt, das liegt alleine bei uns. Zuerst fällt uns bei dieser Waffe der schnabelartige Flashhider auf, der nebenbei noch als Amplifier dient. Der gibt der Waffe nicht nur einen Teil ihres Namens, sondern auch noch ihren charakteristischen Sound. Flip-Up-Sights sind gleich ab Werk mit dabei, hier vorne und hinten. Außerdem eine AES-Schiene sowohl oben als auch an den Seiten und unten, zum Beispiel für einen Medpull-Griff oder diverses anderes Zubehör. Hinten finden wir einen Magpul-ähnlichen Stock, der nicht nur den Akku enthält, hier in dem Fall ein Lithium-Polymer-Akku, sondern auch noch das G&G-typische Spezialfach, wo wir wichtige Sachen drin verstauen können, die jeder Airsoft-Spieler auf dem Feld braucht. In dem Fall sogar XXL, also ihr merkt, da passt eine Menge rein. Als Magazin liegt ab Werk ein wunderschönes G&G High Cap dabei, das ist wirklich gut gelungen. Man könnte jetzt meinen, High Caps sind scheiße, aber diese Waffe braucht wirklich einen High Cap. Dazu sagen wir aber später nochmal mehr. Was mir hier gleich auffällt, ist, dass das Mag ein wenig wackelt. Wird man vielleicht im Video sehen. Außerdem finde ich es ein bisschen schade, dass der Bolt Catch hier nicht wirklich catcht, also der lockt nicht richtig ein, das schnellt hier gleich wieder nach vorne. Hier kann man das Hop-Up einstellen, aber da muss man das halt, wie gesagt, die ganze Zeit festhalten. Ein beidseitiger Sling Point dieser One-Point-Sling-Waffe ist hinten zu finden. Das ist übrigens auch mit den Schrauben das einzige Teil hier, was wirklich aus Stahl besteht. Und der Rest dieser Waffe ist eher aus faserverstärktem Kunststoff, mit Ausnahme des Flashhiders und einigen wenigen Teilen. Man muss hier aber schon sagen, also entweder man mag es oder nicht, aber das ist definitiv ein sehr, sehr hochwertiges Material. Hier nicht wirklich vergleichbar mit den China-Billig-Plastikwaffen. Es fühlt sich sehr hochwertig an. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass das hier alles Metall ist. Also das kann man wirklich überhaupt gar nicht vergleichen mit diesen Billig-Plastikwaffen. Sonst ist die Firehawk sehr klein gehalten, was sie perfekt für CQB macht. Außerdem glänzt natürlich die ROV. Ihr habt richtig gehört, das sind ganze 1200 Schuss pro Minute. Mit 11,1er Lipo sogar ganze 3000 Schuss pro Minute. Das heißt, wir haben hier die versprochene ROV von 33,33 Periode Schuss pro Sekunde. Kronen wir die Firehawk doch direkt einmal. Wir haben zum Kronen und auch für den Schusstest wie immer 0,25 Gramm G&G BBs verwendet, die Bio-Version. Außerdem ein 7,4 Volt LiPo. Man kann die ROV noch um 800 Schuss pro Minute erhöhen, wenn man einen 11,1 Volt LiPo anschließt. Aber ob das den Verschleiß dann letztendlich wieder rechtfertigt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man hört es ja oft, dass 0,5er Kiddie-Waffen sind, die nichts reißen können. Ist aber eigentlich nur ein Vorurteil, denn gerade im CQB kämpft man oft auf Distanzen von 5 bis 10 Meter und wahrscheinlich maximal auf 30 Meter in den meisten Spielfeldern. Und größere Distanzen findet man eigentlich so gut wie nie. Doch was passiert überhaupt, wenn man mit einer SAEG aus Versehen mal abdrückt, aus Reflex, im Vergleich mit einer Firehawk? Schauen wir uns das Ganze nochmal mit Ballistikgel auf 1,5 Meter und 5 Meter an. Zum Vergleich hier die 0,5er Firehawk. Im Semi sieht man, dass die Kugeln gar nicht erst in den Ballistikblock eintreffen. Die 1,7 Joule SAEG schafft es hier schon einige Zentimeter in den Gelblock einzudringen. Und das sind die unschönen Steckschüsse. Wir zeigen euch jetzt die Firehawk auf 1,5 Meter Vollauto. Wie wir hier sehen, können einige wenige BBs eindringen. Das liegt daran, dass wir immer auf die exakt selbe Stelle schießen und die Firehawk fest von uns eingespannt wurde. Das wird im Spielfeld niemals der Fall sein, da sich entweder die Waffe oder der Gegner bewegt. Außer ihr habt einen Aimbot oder einen Amboss. Nun einmal die 1,7 Joule auf 5 Meter. Wie wir sehen, dringen die Kugeln immer noch ein. 5 Meter Sicherheitsabstand reichen hier keinesfalls aus, um Verletzungen vorzubeugen.
Die 0,5er dagegen schafft es nicht einmal ansatzweise, in den Gearblock einzudringen. Wir sehen also, dass selbst wenn man hier mal mit der 0,5er in der Hand ausrutscht oder unglücklich aus Reflex abdrückt, kann hier eigentlich nichts passieren, außer ein paar blaue Flecken auf nackter Haut. Dahingegen bei 1,7 Joule kann es schön böse blutende Wunden bis hin zu Steckschüssen geben und das will wirklich keiner. Wir spielen Airsoft, ein Teamspiel und gerade im CQB oder auf anderen Spielfeldern im dicht bebauten Gebiet sollte man keinesfalls mit seiner langen Waffe mit oftmals bis zu 2 Joule agieren. Den anderen Spielern gegenüber sollte man die Fairness aufbringen und nicht mit der hochgezüchteten Waffe dort ihm gegenübertreten. Doch wie sieht das eigentlich in puncto Range und Genauigkeit bei diesen beiden Waffen im Vergleich aus? Wir spannen die Waffe jetzt mal auf 70 Airsoft-Meter, also 30 Meter in echt, ein und schauen uns das Ganze einfach mal an. 5 Schuss. Wie wir hier sehen, haben wir einen Streukreis von 25 cm der Firehawk. Und das ist problemlos noch möglich, selbst einen schlanken Menschen wie mich damit zu treffen. Wir spannen euch jetzt zum Vergleich die M16 ein mit 1,7 Joule, denn wir wollen ja nicht zeigen, wie der Schütze schießt, sondern wie die Waffe schießt. Und das Ganze machen wir hier in einer windstillen Halle, das heißt, es gibt keine äußeren Einflüsse durch Wind. Hier sehen wir das Trefferbild von der Ares M16. Tuning ohne Ende übrigens, kostet weit über 1000 Euro. Gar kein Vergleich mit einer Waffe, die unter 200 Euro kostet hier. Aber ein Streukreis von 14 cm, das ist jetzt im Vergleich zu 25 cm nicht wirklich so viel. Und ja, wie ihr seht, mit beiden Waffen sind Manntreffer möglich auf diese Entfernung. Hier sehen wir jetzt das Trefferbild in Vollauto, gut ein halbes Mac raufgehalten. Es bewegt sich hier im 20 cm Umfeld, wie wir hier sehen können. Allerdings sind auch Ausreißer bis zu 65 cm Durchmesser möglich. Und ja, ich würde sagen, die 33er ROV, die kompensiert das eigentlich ganz gut. Das heißt, egal ob man die Ausreißer hier hat oder nicht, man wird auf jeden Fall eine Menge damit treffen. Nur zum Vergleich jetzt hier einmal noch aus älteren Reviews. Selbe BBs, selbe Location hier. Und wir sehen hier auf 50 Meter wurde hier geschossen mit einer ICS MX5. Ein Streukreis von 36 cm. Und mit der G&G G36 ein Streukreis von 38 cm. Wir haben ja gesehen, was für eine Feuerrate die Firehawk hinlegt. Aber wie genau erreicht sie das und halten die Internals der Gearbox dem überhaupt stand? Wir haben ja hier, wie schon gesagt, das Modell des Shop-Betreibers. Das heißt, hier sind schon einige tausend BBs mit dieser Feuerrate durchgelaufen. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie sehen die Gears aus, wie ist die Dichtigkeit des Systems. Aber schauen wir uns erstmal die Stimmung an. Und hier war ich ein bisschen überrascht, weil G&G hat neue Lager verbaut, Keramiklager. Das sorgt dafür, dass das Ganze was laufruhiger ist. Die sind auch hitzebeständiger, das heißt, da verzieht sich nichts und sowas. Unten kugelgelagert, oben normal, alles 9 mm. Und wir müssen die nachher mal aufmachen und gucken, ob die frei laufen, weil ich habe hier einen sehr genauen Messschieber. Ich drücke auch gleich mal gegen. Aber hier ist absolut nichts an Spiel. Es kann sein, dass sie zu stark geschimmt ist, was ich aber nicht glaube. Und gucken, ob das an den neuen Gears liegt, dass das so exakt geschimmt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich drücke jetzt mal gegen. Schauen wir nochmal. Hier ist bei allen Lagern, da bewegt sich nichts, nicht einen kleinen Zentimeter. Wir schrauben die jetzt mal auf, nehmen die Feder raus und gucken, ob sich die Gears frei drehen. So, wir haben die Gearbox jetzt aufgemacht und mal störende Teile rausgenommen, damit wir gucken können, ob die Gears auch frei laufen. Und nehmen wir die mal, sodass ihr das auch seht. Ich brauche hier keine Kraft. Das dreht sich vollkommen frei. Es könnte vielleicht ein bisschen länger nachlaufen, also mit Nachlaufen ist da eigentlich gar nichts. Aber dafür, dass absolut kein Spiel, wirklich gar nichts bei der Schimmung ist und trotzdem die Gears sich noch so frei drehen, also da bin ich überrascht. Da sollte ich vielleicht auch mal gucken, dass ich mal meine M16 ein bisschen besser schimme, weil ja, da ist ohne Ende Spiel. Also da muss ich schon sagen, was auch immer G&G da gemacht hat, die Schimmung ist verdammt gut. Kommen wir von der sehr schönen Schimmung des Systems mal zur Dichte des Systems und schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier einen Zylinder mit Bohrung, das ist ja auch passend für die Lauflänge. Wir haben ja eine sehr kurze Lauflänge. Schauen wir uns mal an, wie dicht das Ganze ist. Hier haben wir noch Freilauf und jetzt müsste es eigentlich komprimieren. Aber da ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Das ganze System ist schrecklich undicht. Das scheint jetzt erstmal krass, logischerweise, weil ich kann hier machen, was ich will. Da ist von Dichte nicht wirklich zu reden. Aber wir müssen bedenken, wir haben 0,38 Joule. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum wir hier so einen Verlust haben. Aber
wenn man sich den Pistonhead mal ansieht, dann weiß man auch warum. Weil erstmal ist der nicht ventiliert. Das trägt der ROV nicht wirklich positiv zu, weil wir haben einen Unterdruck im Lauf. Das braucht mehr Kraft, wenn der Piston sich auf dem Weg zurück macht. Und generell scheint, obwohl hier ein O-Ring ist, das Ganze nicht wirklich dicht zu sein. Nozzle hat übrigens auch keinen O-Ring. Das heißt, hier habt ihr auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze auszutauschen gegen einen ventilierten Pistonhead und einen Nozzle mit O-Ring. Das Ganze ist nicht teuer und ihr habt auf jeden Fall Potenzial, da mehr Dichte und mehr Leistung rauszuholen. Aber bedenkt, wir haben eine 0,5er und wenn wir das Ganze tunen mit den besagten Teilen und ihr landet über 0,5, ist das eine Full-Auto, über 0,5 Waffe und illegal. Also mit Vorsicht genießen, wenn ihr euch dann daran wagt und einen ordentlichen Pistonhead und ein besseres Nozzle einsetzt. Schauen wir uns die Gears an. Hier haben wir natürlich erstmal das Double-Sector-Gear. Das ist das, was überhaupt die ROV der Firehawk ermöglicht, weil bei einer Umdrehung des Gears wird der Piston zweimal ausgelöst. Bleiben wir mal beim Double-Sector-Gear. Erstmal, obwohl da so viele Schuss durchgegangen sind. Wie gesagt, das ist die Waffe vom Software-Store-Besitzer Bernd. Da sind schon einige tausend Schuss durchgegangen. Sieht das wirklich verdammt gut aus. Also erstmal noch schön viel Fett drauf. Das ganze System ist gut gefettet. Und ich nehme es mal ganz vorsichtig raus für euch. Ich will die Schimmung nicht versauen, so gut kriege ich die nie wieder hin. Wenn wir mal ganz genau schauen, erstmal schön gefettet und gar keine Abnutzungsspuren. Ein bisschen Abnutzung haben wir hier beim Vollstahlzahnpisten. Ist ja auch zu erwarten, dass er Vollstahlzahn ist. Ganz klein bisschen Abnutzung am ersten Zahn, aber sonst sieht aus wie neu. So gut das Gear auch ist, schöne Qualität. Es gibt von Modify ein Quantum-Sektor-Gear. Da sind die Pins hier, die Tappet Plate auslösen. Die sind ein bisschen verlängert. Das kann man mit einem Double-Sector-Gear-Clip vergleichen. Das mag jetzt nicht jedem was sagen, aber wenn wir uns mal die Tappet Plate, die natürlich ein bisschen kürzer ist für das Double-Sector-Gear, ansehen, was die verlängerten Pins tun würden, ist, die geben der Tappet Plate ein bisschen mehr Zeitraum in der hinteren Position. Und das führt einfach dazu, dass Feeding-Probleme und sowas beseitigt werden und gar nicht erst auftreten und halt weniger die Chance ist, dass Feeding-Probleme auftreten. Wie gesagt, das ist kein Muss, das gibt es bei Double-Sector-Gears, aber sonst ist das wirklich ein Top-Gear. Zur Switch-Unit, es ist noch eine alte Unit verbaut, das heißt kein MOSFET. Die wurde bis jetzt mit einem 7,4 Volt Lithium-Ionen-Akku betrieben. Dafür sieht die Switch-Unit noch ganz gut aus, aber ich persönlich würde ein MOSFET einbauen, alleine um halt eine Abnutzung vorzubeugen und wenn man dann ein 11.1 LiPo benutzen will, dafür zu sorgen, dass einen die Switch-Unit nicht abbraucht. Ganz einfach erklärt, was ein MOSFET ist, das sorgt einfach nur dafür, dass die ganzen Ströme, die zum Motor kommen, nicht über die Switch-Unit laufen und die somit entlastet wird und da die Kontakte nicht anbrennen können. Generell wirklich mit der Schimmung ein tolles System, also da war ja gar kein Spiel und die Gears hatten trotzdem ihre Freiläufigkeit. Gerade bei so hohen Drehzahlen ist es gut, dass das von G&G wirklich so perfekt geschimmt wurde. Nicht so schön ist allerdings die Dichte des Systems und dass ein nicht ventilierter Pistonhead eingebaut ist. Ups, hier hätte man definitiv nachbessern können oder man kann nachbessern. Das Nozzle hat auch keinen O-Ring, hier geht auch ein bisschen Dichte und Energie des Systems verloren. Wie gesagt, wir haben 0,38 Joule anstatt 0,5 Joule. Hier lässt sich definitiv noch was rausholen. Könnt ihr ein bisschen experimentieren, wenn ihr Lust drauf habt. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Pech mit unserem System hier, dass das jetzt undicht ist. Man weiß es nicht, müsste man mal bei anderen Systemen nachgucken. Wir wollten halt kein Review machen, wo wir eine Waffe nehmen, die nicht gespielt ist. So haben wir vielleicht gesehen, dass hier eine Möglichkeit ist, nachzubessern. Und sind wir mal ganz ehrlich, schauen wir uns mal die Gearbox an, die 100 Euro kostet. Um genau zu sein, die allgemein bekannte Dual Power hier. Plastik-Gears. Der Motor ist im Vergleich zu dem von G&G übrigens sehr schön. Ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen zu dem Vergleich. Man kann wenigstens sehen, was drin vorgeht. Ne? Das ist der Vorteil für die 100 Euro. Das wäre es dann aber auch. Also, auch wenn es sich anhört, als wäre das was Drastisches, dass das Ganze hier so undicht ist, ist das im Vergleich zu dem, was ihr für den Preis an einer Gearbox geboten kommt, wirklich nicht tragisch. Abgesehen davon, dass für ein paar Euro ein bisschen Handarbeit das Ganze wahrscheinlich behoben werden kann und die 0,12 Joule, die euch jetzt fehlen, auch nicht die Welt sind. Weiterführend zum Hop-Up. Hier haben wir auch keine Plastik-Hop-Up-Unit verbaut, sondern eine Metall-Hop-Up-Unit. Innen drin ist übrigens ein spezielles kälteresistentes Bucking von G&G, die grünen. Weiterführend sind, wie bei den meisten Airsofts, Mini-Tamiya-Stecker verbaut.
Ich bin jetzt wirklich nicht so ein Freund von Mini-Tamiya-Steckern, weil die mir einmal in der RSE-System Kurzschluss fabriziert haben. Ich würde eher dazu gehen und T-Plugs verlöten. Das heißt, wenn ihr euch sicher mit Löten seid und denkt dran, seid ihr schuld mit dem Löten, dass die Waffe nicht mehr funktioniert, ist eure Garantie futsch, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr T-Plugs verlötet, weil hochstromfähig, halten besser. Übrigens würde ich verbleites Not nehmen, wenn ihr die T-Plugs zusammenlötet. Eine kleine Sache von mir persönlich, gerade weil das ein System ist mit einer hohen Drehzahl. Ich würde empfehlen, wenn ihr bereit seid, viel Arbeit in Kauf zu nehmen, ein Wet Break-In mit dem Motor zu machen. Was das ist, da möchte ich jetzt nicht zu detailreich darauf eingehen, da ist ein Link in der Beschreibung, wenn ihr euch dafür interessiert. Und wie gesagt, wenn deswegen ein Problem mit der Waffe auftritt, dann ist die Garantie futsch. Aber nicht automatisch, weil ihr das macht, sondern nur, wenn ein Problem damit in Verbindung auftritt. Was ein Wet Break-In ist eigentlich nichts anderes, als dass die Kohlen am Motor eingeschliffen werden. Und das sorgt im Ganzen dafür, dass euer Motor länger hält, mehr Kraft hat. Und gerade bei einem System, wo wirklich der Motor ja viel dreht, ist sowas wichtig und wird auch dafür helfen, dass der Motor länger läuft und nicht an Kraft verliert. Auch wenn ich bei den Mini-Tamiya-Steckern gemeckert habe, G&G hat hier mal eine ordentliche Sicherung verbaut und nicht diese Dinger hier, die bei den meisten Airsoft zu finden sind und dafür sorgen, dass das Ganze manchmal auch nicht funktioniert, weil die viel zu schnell durchbrennen. Und was die Kabel betrifft, auch hier sind mal schöne Kabel verbaut und mal um es extrem zu übertreiben, nicht solche Dinger, wie man die manchmal bei billigeren Waffen findet. Was nicht so schön ist, ist, dass es wenig Platz für einen Akku gibt. Also wenn man sich hier eine Akkubox ranmontieren müsste, dann müsste man sich auch die Kabel komplett neu verlegen. Also hier hinten kann man keine Akkubox ranmachen. Man ist irgendwie daran gebunden, den Akku hier reinzubekommen. Also am besten LiPo reinmachen. Wir haben es auch noch schon mal verglichen. Hier wollten wir euch mit einem Oszilloskop mal zeigen, wie die Spannung von Akkus abfällt. Einfach um zu zeigen, dass LiPos deutlich weniger Spannungsabfall haben. Hier sehen wir jetzt einmal den Schusszyklus mit einem 11.1er LiPo. Hier zum Vergleich der Schusszyklus mit einem 7.4er LiPo. Und zum Ende hier der Schusszyklus bzw. gar kein Schusszyklus, weil die Waffe mit einem normalen Nickel-Metall-Hydrid-Akku 12 Volt überhaupt nicht läuft. Also sehr interessant. Ihr seid also auf LiPos angewiesen, ist aber kein Problem, weil ganz ehrlich, was anderes passt hier auch gar nicht rein. Wenn ihr euch überlegt habt, mit Airsoft anzufangen, dann ist diese Waffe hier eigentlich eine gute Waffe, um damit wirklich anzufangen. Man kann hier wirklich nichts falsch machen, hier ist keine Elektronik, die kaputt gehen kann. Man muss hier nicht selber schrauben, das ist ab Werk, so wie es zusammengebaut ist, eine gute Waffe. Und grob die Kosten für die Waffe, 229 € beim Software Store. Da bekommt ihr auch gleich den besten Support, den ich persönlich kenne, weil die direkten Kontakt zu G&G haben. Ihr könnt euch eine Swiss Air Raptor dazu kaufen, das ist eine sehr gute Schutzbrille. Am Schutz sollte man auf keinen Fall sparen. Kostenpunkt gute 29 €. Eine Mesh-Maske, Kostenpunkt 15 €. Wenn ihr gegen SAEGs spielt, auf jeden Fall eigentlich ein zwingender Muss. Wenn ihr nur 05er spielt, könnt ihr euch das selbst überlegen, ob ihr das Risiko für eure Zähne eingehen wollt. Aber ich sag mal so, 15 € sind noch bei weitem billiger als eine Zahnschutzversicherung. Ein Akku kommt natürlich noch dazu, denn bei den hochwertigen Waffen ist niemals ein Akku mitgeliefert. Kenne ich persönlich nicht. Wir haben hier einen 7,4 Volt LiPo mit einer Kapazität von 1450 mAh. Der hat auch eine Leistung von 25 C. Das heißt, ja, wir haben hier einen Burst von 72,5 Ampere. Das ist für so einen kleinen Akku echt eine Menge. Kostenpunkt für diesen Akku wäre jetzt hier 24 €. Dazu kommt dann natürlich noch ein LiPo-Ladegerät. Solltet ihr darauf achten, dass es eine Balancer-Lademöglichkeit hat. Das heißt, jede Zelle separat geladen wird. Das braucht man bei LiPos normal. Und Kostenpunkt mindestens 23 €. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch wirklich was Vernünftiges aus dem Modellbaubereich für den Anfang. Gerade auch was Akkus angeht und was das Ladegerät angeht, findet man im Modellbaubereich eine Menge verschiedene Akkus. Ihr müsst natürlich gucken, passt das hier in den Stock rein. Ersatzmagazin 34 € für einen Ersatz-High-Cap hier, das von G&G. Das alles bekommt ihr im Software Store, so wie ihr es hier seht. Wir haben das auch vom Software Store alles ausgeliehen bekommen. Und ja, da sind wir natürlich bei einer schon etwas größeren Liste. Da ist noch keine Kleidung dabei, da sind noch keine Handschuhe dabei. Alles, was man sich vielleicht später mal dazu holen möchte. Und festes Schuhwerk natürlich, was über die Knöchel geht. Das ist auch wichtig, weil die meisten Verletzungen, die im Airsoft passieren, sind eigentlich irgendwas mit den Schuhen. Dass irgendwer über irgendwas stolpert. Die Spielfelder, die sind alle ein bisschen Woodland-mäßig und da können Äste im Weg legen oder irgendwelche Steine. Da sollte man wirklich drauf aufpassen. Das ist natürlich schon eine große Liste geworden. Wir sind jetzt bei 350 € für den Einstieg in Airsoft mit dieser Waffe und dem nötigsten Zubehör, ohne Kleidung, ohne festes Schuhwerk. Und ja, muss sich jeder selbst überlegen, ob euch das wert ist, aber ich kann euch nur empfehlen, mindestens diese 350 € einzuplanen. Wenn ihr weniger einplant, dann ja,
würde euch erst wahrscheinlich am Anfang sowieso keinen Spaß machen und ihr werdet gleich wieder aufhören. Dann könnt ihr euch das Geld auch sparen, denn wenn ihr mit irgendeiner 50 € Billig-AEG anfängt, dann werdet ihr keine Hits machen, ihr werdet keinen Spaß haben. Und ja, kann man es eigentlich auch gleich lassen, dann ist das ganze Geldverschwendung. 350 € für den Einstieg in die Airsoft-Welt hier, ohne Kleidung, ohne festes Schuhwerk, ist eigentlich ein super Angebot. Wenn ihr keine Erfahrung habt, was für Akkus wollt ihr denn nehmen, passt das überhaupt in den Stock und so weiter. Es gibt im Software Store direkt so einen Konfigurator, da könnt ihr unter der Waffe direkt anwählen, Akku dazu, Ladegerät dazu. Und was ihr da anwählen könnt, das passt auf jeden Fall hierzu. Das heißt, da könnt ihr absolut nichts falsch machen. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Das ist die G&G Firehawk, die ich jetzt ein bisschen ausprobieren durfte. Im Moment habe ich sie gerade bespielt mit einem normalen Magpul One-Point-Sling und mein Hurricane EO. Sights habe ich nicht ausprobiert. Highcap habe ich gerade nur getestet. Gespielt habe ich normal mit den normalen G&G Midcaps. Ebenso wie der Body der Waffe, nicht aus Metall, sondern aus stabilen ABS. Macht soweit einen guten Eindruck. Einziges Problem, ich weiß nicht, ob es am ABS liegt oder an den Fahrtungstoleranzen, die Schiene scheint etwas breiter zu sein. Das erste Aufbringen des EOS war extrem fummelig. Und ansonsten, schön an der Waffe finde ich den extrem kurzen Lauf. Für eine 0,5er schadet das der effektiven Reichweite überhaupt nicht. Ich würde schätzen, dass sie ungefähr 38 Meter Manntreffer machen sollte, plus minus 2-3 Meter. Ich habe sie in beiden Magazinen getestet, mit den Green Devil 25ern und den G&G 20ern. Sie hat tadellos gefeedet, sowohl Highcaps als auch Midcaps hatten bei den ROFs keinerlei Probleme. Im Moment ist ein 7,4er drin, damit müsste sie knapp über 20 RPS haben. Mit einem 11,1er kommt sie über 33. Zum Thema Führigkeit muss ich sagen, würde ich nicht auf den Stock verzichten wollen. Denn beim Anvisieren ist es immer so, dass man sie dann sofort direkt im gleichen Anschlag hat. Wenn der Abstand zwischen Griff und Schulter unbekannt ist, dauert das Einziehen deutlich länger. Und die Schulterschütze in der Länge behindert überhaupt nicht. Man kann die Waffe auch wunderbar neben sich führen, ohne dass es stört. Vorne standardmäßig weder Frontgriff noch Sling Mount dran, darum konnte ich sie jetzt nur mit einem Einpunktgurt bespielen. Durch die Rissschiene kann man aber entsprechende Produkte von Magpul oder Ähnlichem verbauen. Was mir jetzt noch äußerlich beim dran rumspielen aufgefallen war, dass der Bolt Release extrem wackelt. 229 sollte sie jetzt bei den deutschen Läden verfügbar sein. Ansonsten Hop-Up ließ sich relativ gut einstellen. Auf beide BB-Sorten. Für die deutschen Spielfelder eine durchaus zu empfehlende Sache. Mir fallen ganz wenig deutsche Spielfelder ein, wo man ernsthaft Waffen über 0,5 braucht. Die effektive Reichweite ist so geregelt, dass man definitiv nichts dran machen muss, auch wenn wahrscheinlich einige wieder der festen Meinung sind, dass man es tun sollte. Ich hatte jetzt keine elektronischen, keine mechanischen Ausfälle. Kugeln kamen immer dahin, wo ich sie wollte. Und durch eine solide, zu empfehlende Waffe, insbesondere für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Leute, die schlicht und ergreifend eine leichte Waffe mit niedriger Mündungsenergie haben, wo man von 0 bis 35 Meter plus ein paar effektiv wirken kann. Und zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu den Pros und den Kontras. Hier die Pros auf jeden Fall eine super klasse ROF. Also ich kenne kaum eine Waffe, die eine höhere ROF erzielt hat hier ab Werk. Und natürlich, sie ist gut zu handeln für CQB, sie ist sehr kompakt. Schade ist persönlich, finde ich, dass die Riss aus Plastik ist, auch wenn es einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Ich finde, solche Plastikriss finde ich generell irgendwie nicht schön. Hatte ich bei der F2000 auch, also bei der, die mit einem Hunter-Visier mitgeliefert war. Kann man nutzen, klar, aber ein schönes Metallriss hätte ich mir gewünscht persönlich. Was auf jeden Fall noch positiv hervorzuheben ist, dass die Gears wirklich sehr hochwertig sind und wirklich, also für den Preis, den diese Waffe hat, für 229 €, sehr gute Gears. 1A Shimming, also mit nichts anderem vergleichbar. Zu den Kontras auf jeden Fall ist das ab Werk kein MOSFET verbaut. Sollte man auf jeden Fall nachrüsten, wenn man nicht möchte, dass sich die Switch-Unit so mit der Zeit da durchbrennt. Haben wir ja schon vorher gesagt, der Bolt Catch, der lockt hier nicht. Man muss bei diesem ganzen Punkt jetzt aber auch bedenken, die Waffe kostet nur 229 €. Das ist wirklich absoluter Einsteigerpreis. Was natürlich hier schade ist, ist, dass das System nicht abgedichtet ist. Also das eigentlich wirklich, ja, die Dichtheit, da sollte man nachbessern, wenn man Ahnung hat. Ansonsten lasst die Finger von, weil out of the box, auch mit dem undichten System hier, habt ihr ja gesehen, die Testwerte überzeugen, die Reichweite, Präzision, gerade für so einen kurzen Lauf hier, ist echt super. Wir wollten mit diesem Review einfach mal gucken, ob es euch gefällt, mal ein sehr detailliertes Review anbieten. Und ja, schreibt doch mal einfach in die Kommentare, hat euch das gefallen? Was würdet ihr euch für zukünftige Reviews wünschen? Wünscht ihr euch überhaupt Reviews in Zukunft hier auf diesem Kanal, wo es ja überwiegend Spielvideos gibt?
Und wenn euch mehr Reviews dieser Art gefallen, dann guckt auf jeden Fall mal bei Runlex Airsoft vorbei. Wir haben das hier nämlich mit Runlex gedreht, quasi. Runlex ist verantwortlich für dieses Video und die liefern auf jeden Fall in Zukunft noch viele solcher Reviews ab. Mal gucken, entweder mit mir oder alleine. Schaut einfach mal auf den Kanal vorbei hier, da findet ihr auf jeden Fall jetzt schon zahlreiche andere Reviews von anderen Waffen. Und ja, Link ist natürlich in der Beschreibung und hier auch verlinkt. Die Firehawk natürlich ist auch verlinkt, sowie alles andere, was wir im Video noch genannt haben, was ihr euch dazu kaufen könnt. Also werft einfach mal einen Blick in die Videobeschreibung und ich bin hier jetzt raus.